Schönen guten Abend. Guten Abend. Willkommen bei Hart aber fair. Vielen Dank für den schönen Empfang hier in Berlin. Dankeschön. Vielen Dank. Unser Thema heute, nieder mit den Ampelmännchen her mit Unisex-Toiletten. Deutschland im Gleichheitswahn? Ja, haben wir denn keine anderen Sorgen? Doch, haben wir. Ukraine, Griechenland, IS-Terror. Man kann doch nicht behaupten, dass darüber nicht ausreichend diskutiert würde. Aber über den Wahnsinn der Welt, da geht manchmal der Blick verloren für den Alltagswahnsinn, den wir uns hier in Deutschland leisten. In diesem Land gibt es mittlerweile 190 Professorinnen und Professoren, die sich mit Genderforschung, also mit Geschlechterforschung beschäftigen. Und die 190, die teilen sich so auf, 180 sind Frauen und 10 sind Männer. Sowas bleibt nicht ohne Folgen. Wenn Sie ein lustiges Beispiel mögen, hier, schauen Sie sich das mal an. So soll nicht mehr für einen Nationalpark geworben werden. Rührender Hirsch steht nämlich für männlich dominierte Jägersprache. Mehr friedliche Hirschkühe sind das ministerielle Ziel. Und wenn Sie es ernsthaft wollen, mehr als 1 Million Euro soll die Umbenennung des Studentenwerks in Studierendenwerk allein in Nordrhein-Westfalen kosten. Gleichstellungsgesetz, Quotenregelung, Genderforschung. Bei uns wird das Verhältnis von Mann und Frau langsam zur Staatsräson. Braucht eigentlich echte Gleichberechtigung wirklich mehr Regulierung? Oder wird so aus dem kleinen Unterschied ein großer Krampf? Sie haben es gemerkt, es war eine sehr männliche Einführung ins Thema, was vielleicht daran liegt, dass ich ein Mann bin. Aber ich verspreche Ihnen, ab jetzt bin ich der Moderator von Hart aber fair mit diesen Gästen. Anne Wieczorek. Die Autorin und Feministin ist überzeugt, Frauen werden im Beruf und Alltag immer noch benachteiligt. Von Männern, die gnadenlos ihre Interessen durchsetzen und ihren sexistischen Jagdtrieb auch noch für eine charmante Avance halten. Wolfgang Kubicki, der stellvertretende FDP-Chef, mahnt zur Entspannung und sagt, Ampelfrauen und Unisex-Toiletten sind überflüssig und lächerlich. Wer als Frau wirklich gut ist, braucht keine Genderpolitik und setzt sich stattdessen mit echter Leistung durch. Anton Hofreiter, der Fraktionschef der Grünen, fordert gleiche Rechte und gleiche Chancen für Frauen. Die Gleichstellungsdebatte gibt es doch nur, weil einige Männer immer noch glauben, Frauen mit Macho-Gehabe an den Rand drängen zu können. Birgit Kelle, die Publizistin, kritisiert, diese Quoten- und Gleichstellungsideologie ist doch einfach nur Gaga. Männer und Frauen sind nun mal von Geburt an unterschiedlich und das darf gerne auch so bleiben. Sophia Tomalla. Für die Schauspielerin steht fest, wer als Frau ständig für Gleichstellung und gegen Sexismus wettert, hat offenbar noch nie ein Kompliment bekommen. Frauen sind stark genug, gut auszusehen und dazu auch noch ihre Frau zu stehen. Herr Kubicki, die Genderforschung, die geht davon aus, dass man erst durch Konventionen, durch die Gesellschaft, durch die Erziehung zum Mann oder zu einer Frau im klassischen Sinne gemacht wird, vereinfacht ausgedrückt. Vorausgesetzt, das stimmt. Ist das bei Ihnen besonders gut oder besonders schlecht gelungen? Die Erziehung ist bei mir besonders gut gelungen, vor allem, weil meine Mutter mich erzogen hat. Insofern habe ich die Prägung von meiner Mutter erfahren, aber ich kann mit solchen Formulierungen von Genderforscherinnen nichts anfangen. Als ich einen Hund bekommen habe, einen Rüden, hat der von sich aus irgendwann angefangen, das Bein zu heben. Das hat ihm keiner beigebracht, der ist nicht so erzogen worden. Deshalb glaube ich schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen und ich finde den Unterschied auch gut. Könnten Sie vielleicht nach einem Beispiel aus dem Tierreich noch ein Beispiel aus dem Menschenreich nachschieben? Wo Männer und Frauen sich unterscheiden. Wir beide unterscheiden uns im Aussehen. Sie sehen wesentlich besser aus als ich und das finde ich auch gut. Das erste Kompliment. Ich meinte natürlich das ist ein Beispiel dafür, was zum Beispiel bei Ihnen als Mann nicht anerzogen ist, sondern genetisch bedingt. Wettbewerb, nicht? Jungs von klein auf, das kann ich bei meinen Enkelkindern feststellen, messen sich. Das machen Mädchen nicht. Und zwar unabhängig von der Frage, ob und wie sie erzogen werden. Der Herr Hofreiter hat ein Problem mit seinem Kopf, der schüttelt ihn. Er sieht ja auch schon gendermäßig aus, insofern kann ich das nachvollziehen.
Wie finden Sie das gerade? Wollen Sie über Ihre Haare jetzt schon angesprochen werden? Das ist halt das Übliche, wenn Leute andere Menschen auf ihr Aussehen reduzieren und das dann auch noch für witzig halten. Das finde ich von allen Gründen Und dann auch sozusagen dann auch noch einen nicht ausreden lassen können. Das ist halt so dieses typische machohafte so Gehabe, das man halt so klassischerweise kennt. Und ich habe den Kopf geschüttelt, weil es einfach biologisch falsch ist. Natürlich gibt es einen biologischen Unterschied zwischen Männern und Frauen, aber er bezieht sich halt viel, viel weniger aufs Verhalten, als wie Herr Kubicki glaubt. Also ich finde das bemerkenswert. Sie müssten mir da nicht widersprechen. Ich bin Biologe und deswegen, wie gesagt, glauben Sie es einfach. Wissenschaft hat Erkenntnis, die haben Vorurteile und da gibt es einfach einen Unterschied. Das ist schön, dass Sie Biologe sind. Das ist schön, Lass die Männer doch mal gerade sich ausdrücken. Das ausgerechnet ein Grüner erklärt, dass Menschen auf ihr Äußerliches reduziert werden, wo Sie Katja Suding gerade nur eine erfolgreiche Frau auf ihr Äußeres reduziert haben. Das finde ich wirklich bemerkenswert. Können wir später in der Sendung darüber reden? Männer, ganz kurz als Antwort darauf. Das ist natürlich peinlich, was dieser Mensch gemacht hat. Aber das zeigt nur, es gibt halt dummen Sexismus und dummen Sexismus muss man bekämpfen. Und das Beispiel von Frau Suding, klarer Fall, dummer Sexismus gehört bekämpft. Das nehmen wir jetzt mal als Ankündigung darüber, wir gucken uns das gleich noch mal an, etwas ausführlicher zu besprechen. Gehen wir noch mal darüber zu der These eben, dass man nicht als Mädchen oder als Junge geboren wird, sondern dass man dazu erzogen ist, auch zum Mann erzogen worden ist. Herr Kubicki hatte eben natürlich Schwierigkeiten, die Frage objektiv zu beantworten, ob die Erziehung zum Mann bei ihm besonders gut gelungen ist, Frau Thomalla. Wie sehen Sie das denn? Naja, also ich bin gerne Frau und bin stolz auf Frau. Die Frage war, ob die Erziehung bei ihm gut gelungen ist. Ja, ich finde schon, dass die Erziehung bei ihm gut gelungen ist. Er ist ja genau der Typ Mann, auf den ich stehe, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, er ist selbstbewusst. Er ist selbstbewusst, sagt, was er denkt und macht Frauen gerne ein Kompliment. Und ich bin eine Frau, die nimmt ein Kompliment gerne an und freue mich über jedes Kompliment. Und wenn ich auf mein Äußeres reduziert wurde in meinem Leben, dann von Frauen und nicht von Männern. Also ich habe das ganz selten erlebt, dass ein Mann mich nur aufgrund meines Aussehens diskriminiert hat, sondern ganz im Gegenteil. Sondern von der Frau kommt erst in den letzten 10 Jahren meiner Karriere, ach, die ist ja nur hübsch auszusehen und hat nichts in der Birne. Ja. Das habe ich teilweise aus Neid vielleicht nur von Frauen gehört und nicht von einem Mann. Und von daher kann ich die Erziehung, die Geschlechtererziehung mehr auf eine Frau reduzieren als auf einen Mann. Frau Wieczorek, was glauben Sie, welchen Einfluss hat tatsächlich eine Gesellschaft, hat eine Erziehung, hat ein Elternhaus darauf, wie ein Kind ein Rollenbild wählt, jenseits von seinem biologischen Geschlecht? Nein, natürlich maßgeblich ist. Das beginnt eben schon im Kindesalter. Wir erleben das aktuell dann schon beim Spielzeug, dass Mädchen ausschließlich mit rosa Spielzeug spielen sollen, Jungs nur mit blauem. Dabei ist es eine eindeutige Marketingstrategie, weil wenn wir uns vielleicht einfach mal Spielzeug in den 70er Jahren angucken, da war überhaupt kein natürliches Bedürfnis da, Kindern diese Art von Spielzeug nahezulegen und damit natürlich vor allem auch zum Beispiel Mädchen zu suggerieren, dass sie eher nur mit Puppen spielen sollen, nur mit Pferden und Jungs mit den Autos und mit den Robotern, obwohl das Interesse bei Kindern da ist. Das ist unabhängig von Geschlecht und das lässt sich auch ohne jeglichen Studien schon nachvollziehen. Sie müssen nicht drüber reden. Gestatten Sie mir die Frage, wie haben das Ihre Eltern bei Ihnen gemacht? Wie haben das? Wie haben das Ihre Eltern bei Ihnen gemacht? Sie müssen mir nicht antworten, wenn es Ihnen zu privat ist. Die haben mich einfach zu einem vernünftig denkenden Menschen erzogen. Insofern völlig unabhängig vom Geschlecht. Frau Kelle, Sie haben 2 Jungs, 2 Mädchen, wenn ich das richtig sehe? 2 Jungs, 2 Mädchen. 2 Mädchen. Ja. Das ist jetzt keine valide statistische Erhebung, aber glauben Sie tatsächlich, dass Sie Ihre Jungs zu Jungs gemacht haben mit Ritterbogen und die Mädchen zu Mädchen durch pinkes Barbie-Getue? Erstmal sind sie Jungs und Mädchen qua Geburt. Und ich muss ehrlich sagen, meine Erfahrung als Mutter ist, dass sie sich auch auf den Kopf stellen können. Jungs sind Jungs und Mädchen sind Mädchen. Die spielen einfach unterschiedlich, sie haben andere Vorlieben. Und als ich meine erste Tochter kriegte, da habe ich auch gedacht, so, nee, es ist alles gleich und es macht gar keinen Unterschied. Und meine Tochter hat nichts Pinkes bekommen und sie hat nicht mal Haarspange bekommen. Und wir haben das 3 Jahre durchgehalten, bis sie in den Kindergarten kam. Und dann hatte sie innerhalb von einer Woche 3 Lieblingsfarben. Pink, rosa und Glitzer. Naja, aber das ist ja das, was Frau Wieczorek gesagt hat. Nein, ich habe im Endeffekt, mein erstes Kind quasi davon ferngehalten und habe dann festgestellt, dass es ja in ihr drin steckt. Wissen Sie, als sie in den Kindergarten kam, was wollte sie sein? Sie wollte einfach ein Mädchen sein, sie wollte sich als Mädchen identifizieren.
Und heute stelle ich fest, auch gerade dadurch, dass wir 2 Jungs haben, 2 Mädchen, die haben alle ihre Phasen. Und ich frage mich, was ist eigentlich so schlimm daran, ein Mädchen sein zu lassen und einen Jungen sein zu lassen? Daran ist nichts schlimm, Frau Quelle. Mädchen sind Mädchen und aber nicht darauf beschränkt, nur mit rosa Spielzeug unterwegs zu sein. Ich habe es gerade nicht verstanden. Nein, ich meine nur, Mädchen sind ja nicht darauf beschränkt, nur mit rosa Spielzeug sich zu beschäftigen. Genauso wie Jungs zum Beispiel auch mit Glitzer und Ponys total glücklich sein können. Aber das wird ihnen zum Beispiel ja auch vorenthalten.